Herzlich willkommen, Pianola Muse aus Berlin, langjährige, erfahrene Klavierlehrerin, Pianistin. Ich bin Erfinderin der Pianola-Methode, der Methode, das Klavier intuitiv spielen zu lernen. Das Ganze beruht auf einem Baukastenprinzip. Ich komme aus einer Professorenfamilie, habe an der Hochschule der Künste Berlin studiert, habe seit einem Jahr etwa einen Online-Kurs und mehrere Produkte, die man sich online erwerben kann, auf meiner Homepage www.pianola.de, und ab und zu kommen Zuschauerfragen rein. Und heute habe ich hier eine Frage von dem Nick, den ich auch wirklich ganz herzlich grüßen soll. Hallo Nick, ich hoffe, du bist gerade am Start. Heute beantworte ich deine Fragen. Du hast mir 3 Fragen gestellt und die lese ich jetzt mal vor und werde sie dann gleich beantworten. Also, hey Pia, ich hätte mal einige Fragen. 1. Welcher Typ ist dein Flügel und woher hast du ihn? 2. Nimmst du deine Tutorials mit deinem E-Piano auf? Und 3. Ich habe keine Übungen, um meine Finger aufzuwärmen und manchmal weiß ich nicht, was ich spielen oder üben soll. Hast du da eine Idee? Danke schon im Voraus. Jo, die Fragen sind ja sehr kompakt und gehen wir mal gleich zu Frage 1 über. Welcher Typ ist dein Flügel und woher hast du ihn? Ich habe einen Steinway B-Flügel. B steht für 2,11 Meter. Ich habe auch nachgemessen, das stimmt tatsächlich. Die Steinway-Flügel haben einen wunderschönen Klang. Ich habe ihn zu meiner Studienzeit damals von meinen Eltern geschenkt bekommen. Das war 1989 und genau, ich habe ja wahnsinnig viel geübt und war sehr fleißig und habe auch sehr gut gespielt und spiele hoffentlich auch immer noch sehr gut. Und seit 89 sind ja auch schon, glaube ich, ein paar Jährchen vergangen. Also fast vor 30 Jahren, ne? So alt ist der Flügel jetzt. Und genau, die Flügel kosten so um die 100.000 Euro. Es ist also schon ein Investment, eine kleine Kapitalanlage. Und also nicht nur das, wenn man natürlich drauf selber spielt, bringt das dann auch, finde ich, noch viel mehr, als wenn er nur rumsteht. Und falls ihr auch so einen Flügel habt und der nur rumsteht, lade ich euch natürlich recht herzlich zu meinen Kursen ein, auf denen ihr intuitiv spielen lernen könnt, ohne Noten. Also die Methode ist für jedermann geeignet. Auch für Leute, die vielleicht von sich denken, dass sie nicht so musikalisch sind. Aber auch Berufspianisten haben mir schon viele positive Resonanzen gegeben über meine Methode, wie fruchtbar sie ist und wie motivierend, inspirierend. Ja, das vielleicht zu meinem Flügel. Natürlich könnt ihr euch auf der Seite von Steinway, falls ihr da noch mehr wissen wollt, oder du, Nick, kannst dich da nochmal beraten lassen. Da gibt es natürlich auch einen Service. Und damit habe ich, glaube ich, deine Frage beantwortet. Vielleicht noch nicht ganz. Der Flügel, der ist aus Konstanz. Mein Vater hatte dort damals gelebt und am Bodensee. Von Konstanz wurde er dann nach Berlin transportiert mit einer Klaviertransportfirma. Und damals in meiner Einzimmerwohnung mit Außentoilette und Kaltwasser war das noch 180 D-Mark, habe ich für diese Wohnung bezahlt. Also ein Traum im Hinterhof, Gartenhaus. Also da konnte ich auch durchweg spielen. Also das zum Thema Flügel. Ein Traum. Ich habe so einen Flügel bekommen. Ich habe natürlich auch... Es waren viele Neider dabei, also meine Kommilitonen damals, die, da wurde ich dann, also die waren wirklich neidisch, da wurde ich dann also wirklich schon schräg angeguckt und habe Missgunst geerntet, aber gut,
Ich habe es trotzdem genossen und ich habe dann gleich mit einer Radioaufnahme gestartet. Also das war ein modernes Stück von Elena Firsova, eine Sonate, ein zeitgenössisches Stück, wurde im Schweizer Radio gesendet. Und das Gute, weil wenn man so ein neues Instrument bekommt, also das gilt auch für Klaviere, dann muss man das tatsächlich auch gleichmäßig einspielen. Und man kann natürlich Tonleitern in allen Tonlagen machen und mit einem gleichmäßigen Anschlag. Also man sollte nicht immer nur auf dem vorderen, mittleren Bereich spielen, weil dieser Bereich dann eher abgenutzt wird, also ungleichmäßig bespielt wird, sondern man soll ein neues Instrument, also wirklich auf allen Tasten gleichmäßig bespielen. Und dieses Stück war dann wirklich, also von oben bis unten, es war, also ich glaube, ich habe das auch auf Spotify, das konnte man dann, also konnte ich dann wunderbar mit diesem Stück einspielen. Und ja, es war schon eine harte Arbeit, weil das so ein fabrikneues Instrument, das ist dann schon, genau, das ist, muss man dann schon richtig kneten, ne? Also ja, war gut. So, gehen wir mal zur Frage 2 über. Nimmst du deine Tutorials mit deinem E-Piano auf? Meine Tutorials nehme ich teils auf, also manchmal, es kommt immer darauf an, welche Art diese Tutorials sind, welche Art, und bei diesen Doppeltasten-Tutorials, also wo man diese Doppeltastatur sieht, die nehme ich auf dem E-Piano auf, weil ich die über die Technik verarbeiten muss, über ein Musikprogramm, also sogar über mehrere Musikprogramme, also insgesamt 3, glaube ich. Und wenn ich so spiele, dann seht ihr auch, dass ich da an meinem Flügel spiele. Die Videokurse habe ich alle an meinem Flügel gemacht. Also die Kurse, die man online erwerben kann in meinem Shop. Die Videokurse, die sind also auf dem Flügel aufgenommen worden. Und ja, YouTube-Tutorials nehme ich öfters auf dem E-Piano auf, oder auch Live-Calls mache ich auf dem E-Piano. Ist also sehr unterschiedlich und kommt immer darauf an, auch zu welcher Uhrzeit ich gerade am Start bin und unterwegs bin. Und genau, also ich hoffe, das hat die Frage auch beantwortet, lieber Nick. Und zu deiner dritten Frage: Ich habe keine Übungen, um meine Finger aufzuwärmen, und manchmal weiß ich nicht, was ich spielen oder üben soll. Hast du da eine Idee? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich gibt es die traditionellen klassischen Übungen wie Hanon, Tonleitern oder auch Fingerübungen, 2, 3, 4, 5 Fingerübungen, die man lernen kann, also die ich auch unterrichte. Also die könnte ich dir dann zeigen, wenn du mich quasi, wenn du eine Unterrichtsstunde bei mir nimmst. Der Link dazu ist auch in meinem Shop, wie du mich da am besten erreichst. Und auf jeden Fall, was wichtig aber ist überhaupt an dieser Frage, das Wichtigste ist tatsächlich, man sollte immer mit warmen Fingern spielen. Also schon immer so 5 bis 10 Minuten, je nach Zeit, die man dann auch hat, die Finger aufwärmen. Manchmal, also ich habe Klavierübungen, Fingerübungen, also morgens um 6 damals, als ich noch sehr viel geübt habe, gemacht. Also die gingen über 2 Stunden. Auch längere Etüden habe ich da gespielt. Und wenn man aber nur eine halbe Stunde Zeit hat, ist natürlich klar, dass sich auch diese Einwärmphase verringert auf 5 bis 10 Minuten, bei einer halben Stunde 20, 30 Minuten auf 5 Minuten. Also es reichen da Tonleitern. Dazu solltest du aber auch den richtigen Fingersatz wissen. Also wenn du da mehr, also wirklich mehr wissen möchtest und dass ich es dir zeige, dann buch mich einfach. Und
Vielleicht mache ich da auch noch mal einen Videokurs drüber, über Aufwärmübungen. Das ist vielleicht auch mal ein ganz guter Anreiz. Genau, das dazu. Ich hoffe, deine Fragen wurden beantwortet. Falls du noch mehr Fragen hast oder auch an alle, ihr könnt mich jederzeit anschreiben über mein Kontaktformular oder eben auch hier unten in die Kommentarbox weitere Fragen stellen. Die werden mit der Zeit beantwortet. Seid mir nicht böse, wenn es nicht gleich morgen geschieht. Der Nick hat, glaube ich, jetzt auch 3-4 Wochen warten müssen, weil bei mir so viel anderes gerade anstand. Und das ist dann manchmal so. Andere Fragen werden vielleicht gleich morgen beantwortet. Also das hat nichts mit euch persönlich zu tun, sondern einfach mit dem Zeitaufwand und mit meiner Lebensphase, mit meiner eigenen persönlichen und ja. Ansonsten beantworte ich jede Frage. Ich freue mich, wenn ihr euch bei mir in den kostenlosen Newsletter eintragt. Schnappt euch mein gratis E-Book auf www.pianola.de und verbleibe wie immer mit Glück und Segen. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich sicherlich bald wieder. Eure Pia.